Es geschah vor langer Zeit. Doch wenn ich mich erinnere, sehe ich es klar vor mir. In einer nebligen Winternacht. Die Rune des Todes wurde gestohlen. Und die Halbgötter begannen zu fallen. Zuerst Godwin der Goldene. Königin Marika wurde an den Rand des Abgrunds getrieben. Es kam zur Zertrümmerung, einem Krieg, der nichts als Finsternis brachte. Der Elden Ring wurde zerstört. Doch von wem? Und warum? Was erhofften sich die Halbgötter nur von einem Krieg? Der Eroberer der Sterne, General Radar. Und Mikellas Klinge, Malenia die Abgetrennte. Die beiden waren die mächtigsten, die noch blieben. Und sie maßen ihre Kräfte im Kampf. Doch es sollte keinen Sieger geben. Nun leben wir in einer gespaltenen Welt. Wir harren der Ankunft des Elbenfürsten. Es sei denn, er erobert die Krone. Dies ist die Geschichte von Mondprinzessin Ranni. Im Spiel beginnt sie mit der ersten Begegnung direkt in Limgrave in einer kühlen Nacht bei Kaylee, dem Händler. Hier jedoch gibt sie sich als Hexe Renna aus. A pleasure to meet thee, Tarnished. I am the witch Renna. I'd heard tell of a Tarnished hurtling about atop a spectral steed, and upon looking into the matter, the talk, I surmise, is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee, by Torrent's former master. 'Tis a bell for calling forth spirits. Summon them with it. From ash and return to the Erdtree, the spirits will obey thine command but briefly, as they recall battles past. Now it is thine, to do with as thou wishest. Forgive mine intrusion, Tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the Tarnished tire of obeisance to the two fingers? Da wir die Macht besitzen, Sturmwind das Spektralross zu rufen, vertraut uns Ranni eine Geisterglocke an. Ein Gegenstand von Sturmwinds einstigem Meister. Mit jener Glocke können Geister beschworen werden, welche nie zum Erdenbaum zurückgekehrt sind.
Solange sie sich an ihre früheren Schlachten erinnern, werden sie uns im Kampf dienen. Ranni nutzt bei unserer Begegnung die Gelegenheit und spricht von der Versklavung der Befleckten durch die 2 Finger, bevor sie wieder verschwindet. Uns noch bekannt als Hexe Renna, treffen wir sie erneut bei den 3 Schwestern hinter Haus Karia, wo sie uns ihre wahre Identität offenbart. Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Ranni. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? I see. A choice well made. Thou art a rare sword. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good. Then I ask we proceed with haste. There is, in my service, a half-wolven warrior by the name of Blythe. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find Iji, my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the 3 who await thee below. Thou needst not indulge them unduly, but they too wish to appraise thy worth. It hath been a passing long time since a newcomer entered my service after all. Ranni glaubt, dass uns das Schicksal erneut zu ihr geführt habe und bietet uns an, in ihre Dienste zu treten. Sie war es, die in jener Nacht der schwarzen Messer die Rune des Todes stahl. Sie ist für die Zertrümmerung des Elden Ring und den Zerfall der Zwischenlande verantwortlich. Ranni sucht den dunklen Pfad, auf dass sie die Welt von ihm und allem, was davor war, erlösen möge. Nachdem wir in Rannis Dienste treten, stellt sie uns Wolfshalbblut Blythe vor, mit welchem wir zusammen nach dem verborgenen Schatz von Nokron, der ewigen Stadt, suchen sollen. Auch Iji, Rannis Kriegsstratege, und Selovis, Präzeptor der Zauberkünste, dienen Ranni und werden uns vorgestellt. Blythe allerdings sind wir schon zuvor begegnet und entsprechend begrüßt er uns als seinen alten Freund. Long time, friend. Blythe, have you forgotten? Glad to have you in the service of Mistress Ranni. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. Blythe fackelt nicht lange. Durch einen Brunnen im Nebelwald will er versuchen, einen Weg nach Nokron zu finden, und wir sollen ihn dort treffen. Bevor wir uns auf die Reise machen, sprechen wir noch einmal mit Ranni. Allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. Ihr Körper scheint nur eine Art Puppe zu sein, und da dieser Nachteile besitzt, muss sie sich für längere Zeit zur Ruhe legen. Wir begeben uns auf die Suche nach dem Brunnen im Nebelwald und gelangen über diesen nach Siofra, wo wir Blythe erneut antreffen. Ah,
Good to see you. Apologies, mate, but I don't have much to report. I can see bloody Nokron right above me, but I'm absolutely stumped. I've tried all the gateways, to no avail. Perhaps it's time to ask Celibus. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how sharp my teeth are. I jest. I wouldn't go that far. Besides, I should check on some things here. Leave this place to me. You just do what you feel is right. If either of us learns anything, we tell the other. Right? Von Siofra aus sehen wir die ewige Stadt Nokron. Doch gelangen wir nicht hin. Wir sollen Selovis um Rat bitten. Well, well. You're asking me about that, are you? The task was left to you and the mongrel, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot. Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selene in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. Selovis erzählt uns von Selene, einer Schimmersteinzauberin in Limgrave. Sie sollte etwas über Nokron wissen. Mit einem Empfehlungsschreiben von Selovis machen wir uns auf die Suche nach Antworten. Well, well. Celibus is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Karian royal family, and the fate of your mistress Ranni. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations, and in a crushing victory arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement, and so too would Ranni's destiny. Selene erzählt uns, dass das Schicksal der Königsfamilie von Caria durch die Sterne beeinflusst wird und somit auch das Schicksal von Ranni selbst. General Radahn forderte vor langer Zeit die Konstellationenwirbel heraus und gebot den ewigen Bahnen in einem vernichtenden Sieg Einhalt. Radahn ist die Macht, die sogar Sterne auf Abstand zu halten vermag. Sollte Radahn fallen, würden auch die Sterne wieder in ihre alten Bahnen gelenkt werden und damit auch Rannis Schicksal. Doch warum ist Rannis Schicksal an jenes der Königsfamilie Caria gebunden? Mit dem bisherigen Wissen reisen wir erneut nach Siofra und sprechen mit Bleit. Ah, well met. What news? So Ranni's fate is kept in stasis by Starsgur's Radahn. That reminds me of something I heard. There's a festival being held at the castle on the southern edge of the Caelid Wilds, east of Limgrave. It's a festival of combat. And I heard that you can fight Radahn himself. He who was once called the strongest of all the demigods. Maybe it's just a coincidence, but I think it's worth investigating. I'll be on my way to this festival of Radahn then. You're coming too, right? To Radahn's festivities. I'll meet you at Redmane Castle in Caelid. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. Unser Ziel ist nun klar. Wir reisen nach Caelid, zu Schloss Rotmähne und nehmen am Radahn-Festival teil, um diesen im Kampf zu besiegen und so die Sterne endlich wieder in ihre alten Bahnen zu lenken, damit Rannis Schicksal wieder seinen Lauf nehmen kann.
Ah, good. I was waiting for you. Oh, what a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared. By Radahn and you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared. To Nokron, where Ranni's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our swords once more. For Mistress Ranni. Let's meet where the falling star bit the earth. And we'll go into battle again. Side by side. My only purpose is to fight for Ranni's fate. Sword and fang. The curtain's rising. On the final act. Nachdem Radahn besiegt ist, nehmen auch die Sterne ihren alten Pfad wieder auf. Das Schicksal ist nun wieder auf Rannis Seite und durch einen gefallenen Stern in Limgrave öffnet sich ein verborgener Pfad zur ewigen Stadt Nokron. Endlich haben wir den Schatz von Nokron gefunden, die Fingertöterklinge, geboren aus einem Leichnam. Dieser Fetisch beweist den Hochverrat der ewigen Stadt und symbolisiert ihren Niedergang. Schicksalslose vermögen es nicht, diese Klinge zu führen, doch soll sie dem höheren Willen und seinen Vasallen schaden können. Mit diesem unheilvollen Schatz kehren wir zurück zu Ranni. Ah, it was thee, not blithe it seemeth. Even in my slumber I sensed it. It is in thy possession, is it not? The hidden treasure of Nokron. My thanks. Finally all the pieces are in place. Soon must I begin my journey. Upon the dark path only I may tread. Ah, but before I leave, I shall entrust thee with this. My thanks for thy sterling efforts. A strange gift, perhaps, but a rare sort such as thee would welcome it, I'm sure. I am certain now. Fate steered us to our reunion. I must thank Torrent too for his part. You may leave now. It was but brief, but thou gavest me fine service. What is it? You may go. I too am to depart on a journey. Upon the dark path, only I may tread. Ranni ist wieder erwacht und kann dank unserer Taten die Reise auf ihrem dunklen Pfad antreten. Die umgekehrte karianische Statuette ist ihr Geschenk an uns. Diese Statuette eines Gelehrten mit umgekehrter Erde und Himmel enthüllt die verborgene Form der karianischen Studienhalle, welche mit dem göttlichen Turm verbunden ist. Um das Geheimnis zu lüften, muss die Statue auf dem Sockel des Himmelsglobus platziert werden. Mithilfe der Statuette verschaffen wir uns Zugang zum göttlichen Turm in Liurnia und finden den endgültigen Beweis auf der Spitze des Turmes. Wir finden den Leichnam von Ranni, ihren echten Körper mit dem Fluchmal des Todes auf ihrem Rücken. Das Fluchmal des Todes wurde ins Fleisch von Ranni der Hexe geritzt, die Halbkreiswunde des Tausendfüßlers.
Das Fluchmal wurde in dem Moment eingeritzt, als der erste Halbgott fiel und sollte einen Kreis bilden. Doch zur gleichen Zeit sind 2 Halbgötter gestorben. Ranni, welche die Rune des Todes von Malekith gestohlen hatte, und Godwyn, oder auch Prinz des Todes, welcher durch die Schwarzmesser-Assassinen im Auftrag von Ranni ermordet wurde. Daher wurde das Fluchmal in 2 Halbkreise gebrochen, und während Ranni die erste war, deren Fleisch verunreinigt wurde, verkam bei Godwyn allein seine Seele, nicht jedoch sein Körper. Als uns diese Wahrheit offenbart wurde, reisten wir zurück zu Rannis Turm, doch sie war bereits fort. Stattdessen hinterließ sie ein Portal, welches uns an einen dunklen Ort führen sollte, zur Einsel im Untergrund. Dort angekommen finden wir in einem Sarg eine kleine Puppe von Ranni, mit welcher wir beim Rasten an einer Gnade sprechen können, wenn wir ihr nur oft genug auf die Nerven gehen. Oh, a dogged fellow, aren't we? Or is it merely thy habit to talk to dolls? Fine. Fine. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. The name of Ranni the Witch is already sullied by thee. I will not brook disobedience in this matter. Dafür, dass wir Rannis Namen besudelt haben, befiehlt sie uns, dass wir für sie die unheilvollen Schatten der Einsel vertreiben. Nachdem wir uns durch die Dunkelheit der Einsel geschlagen haben, erzählt uns Ranni etwas über die Vergangenheit. Let us speak of the past a while. I was once an Empyrean, of the demigods. Only I, Mikola, and Melania could claim that title. Each of us was chosen by our own 2 fingers, as a candidate to succeed Queen Marika, to become the new god of the coming age, which is when I received Blythe, in the form of a vassal tailored for an Empyrean. But I would not acquiesce to the 2 fingers. I stole the rune of death, slew mine own Empyrean flesh, casting it away. I would not be controlled by that thing. The 2 fingers and I have been cursing each other ever since, and the baleful shadows are their assassins. Even when I turned my back upon the 2 fingers, Blythe remained my loyal ally. Though he was created a vassal for an Empyrean, he was a colossal failure on the part of the 2 fingers. Blythe and E.G. both. Art willing to give too much to me, yet they both understand what lieth beyond the dark path, that I must betray everything and rid the world of what came before. Should I add thee to the list? Another one, kind of heart, as kind of heart as they. This form hath loosened my tongue. I've let slip too much. Forget what thou'st heard. Forget. Ranni war einst neben Michaela und Malenia eine himmlische, mit Anspruch auf jenen Titel. Alle 3 wurden von ihren 2 Fingern als Nachfolger für Königin Marika erwählt, als zukünftige Gottheit für das kommende Zeitalter. Ranni erhielt damals Blythe als Vasallen, speziell für die Wünsche einer himmlischen. Doch Ranni wollte sich nicht fügen. Sie stahl die Rune des Todes und wandte sich von ihrem himmlischen Fleisch. Die 2 Finger verfluchten sie und senden unheilvolle Schatten, um sie zu töten, ihre Assassinen. Blythe hingegen blieb stets ihr treuer Verbündeter, trotz seines Versagens einer himmlischen zu dienen, und auch E.G. gibt sein ganzes Leben für Ranni und ihre Ziele, den dunklen Pfad bis zum Ende zu gehen, um eine neue Ordnung zu schaffen. Wir kämpfen gegen einen letzten unheilvollen Schatten, gesandt von den 2 Fingern, um Ranni endlich aufzuhalten. Jener Schatten mit der Gestalt von Blythe.
O shadow, thou art the last. Tell the two fingers that Ranni the witch cometh to rend thy flesh with a fateful wound, ne'er to heal. Beautifully fought. My thanks. 'Twas more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blythe and E.G. I love them. Nun, da wir siegreich aus dem Kampf hervorgekommen sind, kann Ranni sich endlich den zwei Fingern stellen. Sie überlässt uns einen Schlüssel, welcher erneut ein großes Geheimnis über Ranni verrät. Sie war eine Mondprinzessin und Tochter von Renala, Königin des Vollmonds und Radagon höchst selbst. Das erklärt auch, wieso sie neben Miquella und Malenia Anspruch auf den Titel hat. Mit dem Schlüssel können wir in der Akademie Raya Lucaria bei ihrer Mutter Renala eine Truhe öffnen und finden darin den Dunkelmondring. Ein Ring mit einer bleiernen Vollmondperle. Der Ring, den Mondprinzessin Ranni ihrem Gemahl geben soll, ist das Symbol eines eiskalten Eids. Da Ranni eine himmlische ist, erhielte ihr Gemahl das Anrecht auf den Fürstentitel. In dem Ring ist eine Warnung eingraviert. Ein Ring, sie zu knechten. Nein, natürlich nicht. Wer auch immer ihr seid, entfernt den Ring niemals von diesem Ort. Denn die Einsamkeit der Nacht gehört nur mir allein. Doch das ist noch nicht das Ende. Die Einsel verbirgt noch ein weiteres Geheimnis, weshalb wir erneut an diesen dunklen Ort reisen und den Weg bis zum Ende gehen. Astel scheint mit einem gefallenen Stern in die Zwischenlande gekommen zu sein, und Radan könnte die Sternenkonstellation genau deshalb dominiert haben, damit nicht noch weitere gefallene Sterne diese Wesen zum Vorschein bringen. Doch dazu mehr in einem anderen Video. Nachdem wir Astel besiegt haben, erreichen wir ein Hochplateau und die Kathedrale von Manus Celis. Manus Celis ist lateinisch für himmlische Hände und das erste, was uns dazu einfällt, sind die zwei Finger, von denen Ranni sprach. So it was thee.
who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord, and once all is done, we shall see each other once more. Und tatsächlich, Ranni schlachtete die 2 Finger. Wir geben ihr den Dunkelmondring und versprechen ihr damit, Rannis Fürst zu werden. Ranni wird in den Nachthimmel aufsteigen und wünscht, dass wir ihr Fürst werden. Sobald alles vollbracht ist, würden wir uns wiedersehen.